Kurz vor 18 Uhr. Am Busbahnhof in St. Gallen herrscht reges Treiben. Auf Ferienbeginn hin fahren mehrere Busse nach Serbien, Mazedonien, in den Kosovo. Sie sind gut besetzt. Für mich ist es günstig, erste. Und zweiter Punkt ist, kann ich auch viele Waren mitnehmen nach Heimat. Es ist billiger, oder? Es ist billiger und bringen die Sachen und so. Wegen das fahren im Bus, oder? In jeder Luke wird Reisegepäck verstaut. Aber auch Geschenke und allerlei Gebrauchswaren werden befördert. Solange der Preis stimmt, nehmen die Reisenden lange Fahrten von gegen 30 Stunden in Kauf. Nach einer halben Stunde Fahrt dann bereits der erste Unterbruch an der Grenze, Personenkontrolle. Der Grenzwächter hat den Verdacht, dass dieser Reisende ein Dokument gefälscht hat. Mittels Fingerabdrücken wird überprüft, ob die Person registriert ist. Entwarnung. Ja, wir haben jetzt Fingerabdruck kontrolliert, die Identität, und der ist also nicht verzeichnet bei uns. Und von dem her hat er keine andere nehmen, kein Alias nehmen. Und von uns aus eine Art ist das gut. Weniger gut läuft es für diese Reisenden. Sie können einfach in einer Linie stehen, das Gepäck vor sich, genau, richtig. Ja, genau. Perfekt, ja. Aussteigen mit Hab und Gut. Die Grenzwächter wollen es genau wissen. Was glauben Sie denn zu finden? Es ist eine Ausreisekontrolle. Das heisst, es können mehrere Sachen drin sein. Es können unter anderem Betäubungsmittel drin sein. Einbruchswerkzeug, Diebesgut, falsche Ausweise. X Sachen können drin sein. Das sind nur ein paar Beispiele. Dabei gehen die Grenzwächter minutiös vor. Auch im leeren Bus wird jede Ritze ausgeleuchtet. Ja, das ist selbstverständlich auch nötig. In der Schweiz wird immer wieder Zeug gestohlen, entwendet, und das muss ja auch irgendwie ins Ausland kommen. Neben Diebesgut vermuten die Grenzwächter Betäubungsmittel in den Gepäckstücken. Der Spürhund kommt zum Einsatz. Die meisten Passagiere bleiben gelassen, auch wenn sie es nicht verstehen. Na ja, alles rausräumen, das finde ich nicht sehr nett, das ist zu viel. Aber man muss es respektieren, es ist das Gesetz. Damit aber nicht genug. Die Grenzwächter durchleuchten das Gepäck der Reisenden mit einem mobilen Röntgengerät. Schon beim geringsten Verdacht kontrolliert ein Kollege anschließend den Inhalt des Gepäcks von Hand. Es sind solche Treffer, auf welche die Grenzwächter aus sind. Anfang April entdeckten sie bei der Kontrolle eines Busses mit Ziel Rumänien gut versteckt in 2 Broten Diebesgut, Bargeld, Schmuck und Uhren. Mit den letzten Gepäckstücken schwindet auch die Trefferwahrscheinlichkeit. Doch bei diesem Stück schauen sie genau hin. Eine Radouhr im Wert von einigen 100 Franken ist als gestohlen gemeldet. Schnell nehmen die Grenzwächter die Spur auf und ermitteln. Doch die vermeintlich gestohlene Uhr erweist sich als eine andere. Fehlalarm. Der Bus setzt seine Reise nach gut 2 Stunden Kontrolle fort. Eine Enttäuschung ist natürlich da. Wir suchen ja den Erfolg. Auf der anderen Seite gibt es uns aber auch ein gutes Gefühl. In dem Sinn, dass nicht in jedem Bus wirklich Deliktsgut umeinander ist und auch viel ausreisen, ohne dass man Feststellungen machen. Es folgt der Linienbus aus München. Während die Pässe der Passagiere kontrolliert werden, schnüffelt der Spürhund im Gepäckraum nach Betäubungsmitteln. Im Handgepäck findet der Fahnder dann mehrere Schmuckstücke und Rolex-Uhren. 2 Männer aus Pakistan wollen diese in der Schweiz reparieren lassen. Nachdem klar ist, dass die Uhren mit geschätztem Wert von $10.000 nicht gestohlen sind, geht es nur noch um eine Buße. Das ist, vom Wert her ist nichts angemeldet worden. Und alles, was in der Schweiz verbraucht wird, hat einen gewissen Wert. Und das muss angemeldet werden. Und das übersteigt die wertfreie Grenze, die er hat. Die beiden Männer müssen hier bleiben. Der Bus darf weiterfahren. Eine kleine Ausbeute für die Grenzwächter, deren Arbeit, zumindest heute Abend, eher präventiven Charakter hatte.